Hallo ihr Lieben, es ist ein richtig großer Tag heute für mich. Und zwar bin ich seit langem, das zweite Mal überhaupt, ein bisschen länger alleine mit den Kids. Und irgendwie war ich gerade richtig emotional, als das gegangen ist, weil ja, ich in letzter Zeit mir oft Auszeiten gegönnt habe. Viel mehr Me-Time als sonst und dazu auch viel gearbeitet habe. Und in der Zeit ja dann offensichtlich jemand anders, nämlich Justus, die Kids übernimmt. Und ich habe das Gefühl, er hat gerade viel mehr Routine darin als ich. Und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, umso mehr Me-Time ich mache, umso mehr komme ich aus meiner Routine als Mutter und alles, was dazugehört, raus. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen lost und bin ungeduldiger, als wenn ich keine Me-Time mache. Es klingt irgendwie unausgeglichen, unbalanciert. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich irgendwie noch nicht den richtigen Weg gefunden. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich insgesamt viel on the edge mit meinen Kapazitäten arbeite, wo ich auf jeden Fall von weg möchte. Ich möchte immer hinten raus ein bisschen Puffer haben, damit, wenn es stressig wird, ich Kapazitäten habe, das zu handeln. Das ist die Mission. Und ja, meine Große geht dann, ist jetzt fast 3,5, ab. Nächste Woche auch in die Kita für 3 Tage die Woche. Also erstmal ist natürlich Eingewöhnung, die machen wir volle 5 Tage. Ja, damit sie da schneller reinkommt. Ja, und ansonsten waren das meine Gedanken des Tages. Justus ist gerade los und ich mache mich ready für unsere Halloween-Party heute. Heute ist eine Halloween-Kinder-Party bei meiner liebsten Freundin Clementine. Und die richtet die Party aus. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sie besser ausrichten könnte. Die macht mal richtig krass Essen, Deko. Einfach wie so ein Kinderparadies bei ihr. Alles super kindgerecht. Da freue ich mich sehr drauf. Sie ist wie so eine wahr gewordene Disney-Prinzessin. Sie ist eher so der Autor. Na doch, optisch ist sie auch noch eine Disney-Prinzessin. Okay, das machen wir. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Ein ganz seltenes Szenario. Meine Große guckt was am Computer. Wir haben ja kein Fernsehen. Auf Englisch, glaube ich, so hieß Zauberschrank. Und ich habe da letztens eine Diskussion auf Insta losgetreten. Und zwar hatte mich jemand gefragt, warum meine Kinder kein Fernsehen gucken dürfen. Und grundsätzlich dürfen meine Kinder natürlich Fernsehen gucken. Ich finde, Verbote sind immer kontraproduktiv. Wir versuchen es nur zu limitieren, genauso wie wir es bei uns selber versuchen, nicht so viel zu machen. Wir haben zum Beispiel kein Fernsehen. Das ist unser Limit Nummer 1. Plus, wir machen es ganz selten, dass wir sie davor setzen. Heute, weil ich gerade so Mental Breakdown wäre übertrieben, weil mir ein paar Tränchen gekullert sind, weil ich es natürlich auch vermissen werde, habe ich gedacht, ich mache mich fertig. Fühle mich danach, als hätte ich alles unter Kontrolle. Und dann geht's los. Und habe sie sozusagen vom Fernseher geparkt, vom Laptop. Weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich sie was gucken lasse, dann liegt es meistens daran, dass ich gerade Zeit brauche, um selber runterzukommen. Und das war einfach in letzter Zeit super selten der Fall, dass ich das benötigt habe, oder Justus. Und heute ist so ein Tag. Wir nutzen den Fernseher oder was zum Gucken seit vielleicht 2-3 Wochen auch manchmal im Auto, weil der Kleine so unglaublich schreit im Auto. Sofort, wenn man ihn reinsetzt. Auch da drin nicht schläft. Letztens hat er das erste Mal tiefenentspannt dort drin geschlafen. Das war cool. Ja. Das war ein Gamechanger, aber ich finde es einfach super gefährlich, wenn ich alleine mit den Kids bin, er die ganze Zeit hinten schreit und ich mich nicht auf die Autofahrt konzentrieren kann. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass heutzutage es einfach super, wie heißt denn das, so normalisiert wird, dass Kinder unter 1, unter 3
einfach schon Fernsehen gucken wie große. Und auch oft mehrere Stunden. Dafür gibt es viele, viele Studien dazu, die zeigen, dass es einfach für die Entwicklung nicht gut ist. Was, glaube ich, okay sein soll, ist, wenn man ein interaktives, wie sagt man, eine interaktive Serie anmacht. Also zum Beispiel diese Miss Rachel, die kommuniziert ja mit den Kids. Das ist dann fast wie so ein Telefongespräch. Sie sagt immer, sag mal Mama. Und dass die Kinder so mitmachen. Wie wenn man zum Beispiel FaceTime würde oder sowas, dass das zum Beispiel viel besser für das Gehirn ist. Was auch immer. Ja, und das zum Beispiel lasse ich den Kleinen an einem Auto gucken, aber meine Große fängt jetzt natürlich an, dass das langweilig ist. Aber wahrscheinlich interessiert ihn alles, was flippert. Ja, wir versuchen einfach einen gesunden Umgang damit zu schaffen, aber ich finde, jetzt ist nicht das Alter, um diesen gesunden Umgang zu lernen. Ich glaube, wenn die ein bisschen älter sind und das Gehirn ein bisschen mehr entwickelt, dann freue ich mich richtig auf Couchabende mit Filmen oder mal zum Mittag, wenn alle mal eine Runde Ruhe brauchen oder so. Ja, das ist wie gesagt Sie dürfen auf keinen Fall hier bei uns Fernsehen gucken, weil ja, wir ja auch sehr gerne mal gucken. Genau, das waren meine Gedanken dazu. Ansonsten zeige ich euch nachher mein Halloween-Kostüm. Ein paar haben es bestimmt schon in meiner Story gesehen. Das war so ein Schnellkauf. Aber ich würde ihn feiern, wenn ich nicht überlesen hätte, was da drin beinhaltet ist in dem Kostüm und was nicht. Und zwar ist nämlich nicht beinhaltet die Perücke. Und ich finde, die Perücke ist ein wesentlicher Teil von dem ganzen Kostüm. Ich gehe als maulende Myrte von Harry Potter. Und da ist halt nur dieser Umhang und die Brille dabei. Ich habe natürlich Zauberstäbe. Kein Problem für mich. Aber ich habe keine weiße Perücke. Das ist mir gestern aufgefallen. Heute ist der 31. Heute ist alles zu. Und gestern war der 30. abends, als ich das ausprobiert habe. Und da bin ich nirgendwo mehr hingefahren. Was soll's? Meine Freundin hat Trockenshampoo. Vielleicht probiere ich es mit Trockenshampoo. Ihr habt ganz viele Tipps gegeben. Weißes Haarspray, Mehl, Babypuder. Also Mehl, deine Freundin bestimmt auch noch da. Das wird dann noch gemacht. Ja. Das sind gerade meine Haare. Ich glaube, ich mache die gleich mal schon zusammen, so. Und dann fahre ich los. Ich glaube, die maulende Myrte hat gar keine geflochtenen Zöpfe, sondern die hat einfach nur so ganz locker hier die Haare. Frieda, was machst denn du da? Oh, seit wann sitzt du denn hier bei uns auf dem Tisch? Du Frechdachs. Das ist Frieda, die kommt immer bei uns vorbei und hat sich gerade das erste Mal auf den Tisch gehockt. Ich glaube, sie will raus. Let's go. Hast du protestiert? Wolltest du meine Aufmerksamkeit? Let's go. Ciao. That's it. Mein Halloween-Look. Und geht's. Ach ja, und meine Mission für Halloween ist, dass ich jetzt jedes Jahr ein anderer Harry Potter Charakter sein werde. Nächstes Jahr bereite ich mich besser darauf vor. Fange ich jetzt schon an. Wisst ihr, was ich auch schon angefangen habe? Die Geburtstagsvorbereitungen für den Kleinen. Der hat ja nicht mal einen Monat Geburtstag. Die Weihnachtsvorbereitungen. Naja, die laufen. Aber was kann ich nicht laut sagen? Die Vorbereitungen für die Elfe, die hier bald einziehen zu Weihnachten, die laufen auch. Ja, da habe ich mir eine Liste geschrieben mit Sachen, was die Elfe so macht und tut. Und vielleicht kann ich euch die Liste mal als Inspo unten reingeben. Könnt ihr die vielleicht auch einfach benutzen. Ja, die ganzen Inspos habe ich von Pinterest, was die Elfe so anstellt hier. Ja, und ansonsten läuft natürlich immer noch unsere Wohnung im Hintergrund. Also das Einrichten. Wir leben jetzt hier in einem Montessori-Kinderspielparadies. Sage ich euch. Hier ist nichts, außer das Kinderzeug. Ja, Ende November kommt unsere Couch und in den nächsten 2 Wochen müsste, glaube ich, auch unser großes Familienbett kommen. Darauf freue ich mich sehr. Justus und ich schlafen jetzt seit über einem Jahr getrennt.
seitdem wir nach Gran Canaria gezogen sind. Und es ist echt belastend. Und wir haben seit über einem Jahr keine richtige Couch. Unsere Couch auf Gran Canaria war super unbequem. Unsere Couch in unseren Überbrückungs-Airbnbs zurück hierher nach Deutschland waren super unbequem. Also wir freuen uns auf Abende, gechillt, gemütlich auf unserer richtig weichen, fluffigen Kuschel-Muschel-Couch. Die haben wir von Möbel Wikinger. Das ist ein alter, bekannter Freund von mir, dem gehört das. Das ist hier in der Nähe von Dresden in Klipphausen. Zeige ich euch nochmal, wenn die Couch da ist. Kann ich euch ausführlich nochmal berichten. Es war nämlich einfach mir super wichtig, dass ich mich hinsetzen kann auf die Couch, die wir dann haben und die mal testen kann. Und dort vor Ort kann man dann einfach jede Couch krass anpassen, Formen etc. Also wenn ich online kaufe, gibt es ja immer nur ein paar Modelle von diesen ganzen Couches. Und dort kann man es wirklich komplett anpassen. Die ganzen einzelnen Sitzteile, die Farben, ja, freue ich mich. Wir haben eine wundervolle Couch gefunden, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, let's see. Let's see. Da ist das geriebene Apfel für den Kleinen, Apfel für die Große und darauf habe ich Lust. Pomelo. Haben beide Kinder, glaube ich, noch nie gegessen. Und die ist gut. Das ist gut. Hier wurde ein Nachschub gefordert. Doch, ich habe die Kamera, das Bild auf der Seite, Schatzi. Ist zu mir gedreht. Ja, da. Genau. Ja, oh, die Katze geht heute wild. Die macht schon wieder Quatsch da hinten. Geh da. Hast du schon ein kleines Stück gekostet? Die schmeckt richtig gut. Es ist eine Mischung aus Pampelmuse und Orange? Ich weiß nicht genau. Pomelo. Pampelmuse. Machen. Ach, dann mach das mal da rein. Na, Mami, hat es doch nicht so gewundert oder war das zu viel? Ich versuche hier gerade so eine Blätterkrone zu basteln, aber auf halbem Weg fällt mir die immer auseinander. Hier, war schon richtig weit, doppelt so lang. Aber irgendwie klappt es da nicht so gut. Raimo, schaffst du es? Schnecke drin? Oh, was klemmt die da drin? Hoffentlich kommt die da wieder raus. Nö. Der klettert hier schon die ganze Zeit überall hoch, auch alleine in den Lernturm. Das ist ein bisschen schwer macht, weil er sicherlich noch nicht komplett bereit dafür ist. Aber ich will ihn auch nicht komplett wegstellen, weil er ja üben soll und die braucht den auch nicht. Wir haben es ins Auto geschafft. Oh, mehr schlecht als recht. Beide sind jetzt müde. Ich hatte eigentlich vor, Fernsehen gucken zu lassen, aber dann... wie funktioniert das? Warte mal. Ja. Aber ich brauche beide auf jeden Fall mit einem Nap heute.
Sonst wird das nichts. Okay, das ist zu viel. Also der Kleine so oder so. Aber die Große, du brauchst halt auch einen Schlaf, ne? Damit wir Halloween lange feiern können, okay? Kriegen wir das hin? Gut. Dann starten wir jetzt. Wir haben 1,5 Stunden vor uns. Es ist, glaube ich, schon eine Viertelstunde später als geplant. Ach, fast eine halbe Stunde. Okay, also. Okay. Ja. Hi Clem. Wir starten jetzt. Also 24 Minuten später als geplant. Ich habe mich gerade voll und ganz mit Kaffee von oben bis unten beschüttet, aber ich lasse das jetzt so. Man sieht es auch nicht mehr. Ich hoffe, das übertüncht meinen Schweißgeruch. Okay, bis gleich. Wir freuen uns. Über dein Pullover? Ja. Wo ist der Pullover? Ja, an mir. Aber es stört mich nicht. Heute kann mich nichts aufhalten. Okay. Meins ist nicht gruselig, meins ist ganz lustig. Wo ist der Lucke hin? Wir sehen zuerst doch, oder? Bei Milch oder bei Ja, da waren Süßigkeiten draußen. Und bei dem letzten Einpacken. Danke. Bei mir kann mir Hallo, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag. Gestern, als wir dann bei der Party angekommen sind, war einfach so viel los, dass ich viel für meine Babys da sein musste. Ha? Die waren ganz überwältigt von all den Kostümen und fremden Menschen und vielen Kindern. Ja, und der Kleine hat auch nicht mehr geschlafen. Also hing der die ganze Zeit an mir dran. Ja, ich habe mit den Kids hier auf der Couch geschlafen. Das war ganz gut. 4:45 Uhr war die Nacht trotzdem vorbei, obwohl alle spät im Bett waren. Ja, und jetzt verbringen wir noch den Tag mit Clementine. Wir haben gefrühstückt. Oh, ich habe da einen ganz großen Fettfleck auf der Kamera. Ich glaube nicht, dass ihr den seht. Aber ich sehe den. Ich glaube, ich muss nur schlimmer. Das sieht irgendwie besser aus. Das bin ich. Scharf. Ja. Also, alle Kids sind beschäftigt. Und Clementine ist duschen. Und wir wissen noch nicht so richtig, was wir mit dem Tag machen. Das dauert ganz schön lange. Weiß nicht. Wie man das da dran machen kann? Zeig mal. Das kann ich. Ich muss ja nur 1 drücken, ne? Oder man drückt beide. Und was ist dann? Da passiert nichts. Dann musst du beide drücken. Ich stelle schon mal die Sachen in was der alles nimmt. So, ich muss jetzt hier noch kurz die Muttern nachziehen am Auto. Da wurden Reifen gewechselt. Wichtige Mission. Sehr wichtige Mission.
Ja. Und also du fährst halt meistens mit den Gondeln. Ne? Also sonst sind ein paar Schlepplifte noch und ein Sessellift, um zwischen den Gondeln Dingern hin und her zu wechseln. Aber ja, und früh war es dann halt schon sehr voll. Hat sich dann verteilt über den Tag. Aber es ist halt alles sehr, sehr teuer. Na dann, gönn dir, Gönjamin. Na klar, Gönjamin. Ja, aber wir werden morgen wieder, 7:30 Uhr gibt es Frühstück. Ihr Lieben, ich habe nicht mehr viel mitgefilmt, weil der restliche Tag ganz schön katastrophal chaotisch war. Ich bin dann von der Clementine nach Hause gedüst. 40 Minuten lang hat mein Kleinster geschrien und dann ist er endlich eingeschlafen, mein armes kleines Huschel. Also, ja, das hat diesmal nicht ganz so gut geklappt. Und dann habe ich mich noch mit den anderen Mamis hier in der Stadt getroffen und ich wusste innerlich schon die ganze Zeit, eine Aktivität pro Tag reicht mit den Kids. Aber ich habe denen die letzten Male schon abgesagt wegen Krankheit und wollte sie so gerne sehen. Und vor Ort ging es noch, aber ich habe schon gemerkt, wie die Laune bei beiden Kids sinkt. Und habe das dann irgendwann abgebrochen. Bin dann nach Hause und hier war dann die Stimmung wirklich nicht gut. Es gab noch Essen. Habe ich die Kinder in die Wanne nochmal gewuppt und ins Bett gebracht und sie waren innerhalb von 4 Minuten weg. Ja, also hoffe ich mal, dass heute die Nacht ein bisschen länger geht oder morgen, wie man es nimmt, nicht nur bis 4:45 Uhr. Und that's it. Ich weiß noch nicht, ob ich mich jetzt hier von euch verabschiede oder ob ich die nächsten 2 Tage noch weiter vlogge und dann so einen großen Vlog draus mache. Mal gucken. Was ich glaube ich nicht erwähnt habe, warum ich eigentlich so Sorge hatte, dass Justus nicht da ist und ich mit den Kids alleine bin. Meine größere Sorge ist, dass beide ein bisschen erkältet sind und ich dann immer Bammel habe, dass es schlimmer wird und dass es mich erwischt. Aber mir geht's gut. Das hätte ich jetzt bestimmt nicht sagen sollen. Klopf aufs Holz. Ja. Und dann ist ja die Stimmung sowieso immer ein bisschen schlechter. Oh Leute, ich bin ganz schön durch. Das war ein Ritt von 1,5 Stunden hin und zurück mit einem Kind, was nicht gerne Auto fährt. Wow. Jetzt bewegt sich da oben was. Schlaft, meine Kinder. Okay, ich trinke jetzt noch meinen Tee. Und dann hoffe ich, dass ich direkt ins Bett huschel und mich nicht noch verdaddel am Telefon.